Wenn du morgens in deine klassische Blue Jeans steigst und deine Hand in die rechte vordere Hosentasche steckst, spürst du es sofort. Da ist ein massives Hindernis eingenäht. Eine winzige, viel zu enge, quadratische Tasche, die an den Ecken mit harten Kupfernieten vernagelt ist. Wenn du versuchst, dein Smartphone dort hineinzustecken, scheiterst du kläglich. Wenn du ein paar Münzen Kleingeld hineinwirfst, wird es zur absoluten Qual. Du schabst dir fast die Haut von den Fingerknöcheln, wenn du versuchst, das Geld an der Kasse wieder herauszufummeln. Diese kleine Tasche scheint ein absoluter Designfehler zu sein. Ein nutzloses, überflüssiges Stück Stoff, das nur Material verschwendet und im Alltag einfach nur stört. Aber diese winzige Tasche ist kein Fehler der Textilindustrie. Sie ist ein archäologisches Überbleibsel. Sie ist ein textiler Tresor, der für ein extrem zerbrechliches und teures Stück Hightech-Mechanik gebaut wurde. Ein Stück Technik, das den brutalen Alltag im Wilden Westen ohne diese Stoffhöhle niemals überlebt hätte. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum du den Geist eines toten Minenarbeiters aus dem 19. Jahrhundert auf deiner rechten Hüfte trägst. Wir klären, warum der Erste Weltkrieg den eigentlichen Zweck dieser Tasche vernichtet hat und warum die Industrie sich bis heute weigert, dieses nutzlose Stück Stoff endlich abzuschneiden. Wenn du die verborgene Geschichte hinter der Kleidung auf deiner eigenen Haut verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um den wahren Sinn dieser Tasche zu begreifen, müssen wir weit in die Vergangenheit zurückreisen. Wir befinden uns in den späten 1800er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist die gnadenlose Ära des Goldrausches, der harten Minenarbeit und der staubigen Viehtreiber. Die normale Kleidung der Arbeiter zerfiel unter diesen brutalen Bedingungen oft schon nach wenigen Tagen in Fetzen. Deshalb erfanden der Stoffhändler Levi Strauss und der Schneider Jacob Davis im Jahr 1873 die legendäre Nietenhose. Sie verstärkten die kritischen Nähte einer robusten Baumwollhose mit harten Nieten aus Kupfer, damit der Stoff bei schwerer körperlicher Arbeit nicht mehr aufriss. Aber diese Männer hatten auf ihren Baustellen und in den dunklen Minen ein gewaltiges logistisches Problem. Sie mussten die exakte Uhrzeit kennen. Die Züge fuhren nach strengen Fahrplänen, Schichtwechsel in den Minen mussten koordiniert werden und Sprengungen erforderten ein absolutes Timing. Armbanduhren für Männer existierten in dieser Zeit noch nicht. Sie galten als filigraner Schmuck für feine Damen aus der Oberschicht. Männer trugen große, schwere Taschenuhren aus Metall und Glas, und genau hier lag das tödliche Problem für die Mechanik. Eine mechanische Taschenuhr war ein unglaublich teures, zerbrechliches Wunderwerk aus winzigen Zahnrädern und haarfeinen Federn. Wenn ein Minenarbeiter eine solche Uhr einfach lose in eine normale, weite Hosentasche warf, war das ihr sicheres Todesurteil. Bei jedem Schlag mit der Spitzhacke, bei jedem Sprung vom Pferd und bei jedem Bücken wäre die Uhr in der großen Tasche wild hin und her geschleudert worden. Das empfindliche Glas wäre an hartem Werkzeug zersplittert und der feine Staub der Mine hätte das mechanische Uhrwerk sofort blockiert. Levi Strauss und Jacob Davis erkannten dieses Problem und konstruierten eine geniale Lösung. Sie nähten eine winzige, extrem enge Zusatztasche hoch oben auf die rechte Hüfte, direkt unter den dicken Ledergürtel. Diese Tasche war maßgeschneidert. Sie besaß exakt den Durchmesser einer damaligen Standardtaschenuhr. Wenn der Cowboy seine Uhr an einer Kette dort hineinschob, saß sie pressgenau und stramm. Sie konnte nicht wackeln. Sie konnte nicht herausfallen. Und sie war so hoch am Körper positioniert, dass sie beim Bücken nicht vom eigenen Oberschenkel zerdrückt wurde. Die lästige, kleine Tasche an deiner Jeans ist also in Wahrheit ein perfekt berechneter Stoßdämpfer für historische Uhrwerke. Diese perfekte Symbiose aus Denimstoff und Zahnrädern funktionierte für mehrere Jahrzehnte absolut reibungslos. Aber dann brach das 20. Jahrhundert an und mit ihm kam der Erste Weltkrieg. Millionen von Männern lagen in den nassen, schlammigen Schützengräben von Europa. In der Hitze eines feindlichen Angriffs war es ein absolut tödlicher Fehler, die schwere Waffe aus der Hand zu legen, um umständlich in der Hosentasche nach einer Uhr zu kramen. Die Offiziere begannen deshalb, sich ihre Taschenuhren mit primitiven Lederriemen einfach direkt um das Handgelenk zu binden. So konnten sie die Zeit für synchronisierte Artillerieangriffe ablesen, ohne ihr Gewehr loslassen zu müssen. Die moderne Armbanduhr für den Mann war geboren. Nach dem Ende des Krieges kehrten die Soldaten in ihre Heimat zurück und behielten diese praktische Gewohnheit bei. In den 1920er und 1930er Jahren starb die klassische Taschenuhr einen rasanten Tod. Jeder moderne Mann trug die Zeit nun am Handgelenk. Logischerweise hätte die Textilindustrie genau an diesem Punkt reagieren müssen. Der Zweck der winzigen Tasche war komplett ausgelöscht worden. Die Hersteller hätten Millionen von Kilometern an Baumwollstoff und unzählige Arbeitsstunden sparen können, wenn sie diese Tasche einfach weggelassen hätten.
Aber die Industrie tat es nicht. Die kleine Tasche blieb stur an ihrem Platz. Sie verwandelte sich in ein rudimentäres Organ der Modegeschichte, vergleichbar mit dem menschlichen Blinddarm. Sie hatte keine Funktion mehr, aber sie war ein untrennbarer Teil der klassischen 5-Taschen-Jeans geworden. In den 1950er und 1960er Jahren wandelte sich die Jeans von reiner Arbeitskleidung zu einem Symbol der jugendlichen Rebellion. Und die leere kleine Tasche fand neue, parasitäre Bewohner. Raucher entdeckten, dass ein schweres Zippo-Feuerzeug oder ein kleines Päckchen Streichhölzer absolut perfekt in diesen engen Spalt passte. Musiker nutzten die Tasche, um ihre kleinen Plektren für die Gitarre sicher zu verstauen, ohne sie im dunklen Club zu verlieren. Die Tasche war nicht mehr lebenswichtig, aber sie war kulturell extrem praktisch geworden. Heute, tief im 21. Jahrhundert, ist die kleine Tasche immer noch da. Die meisten Menschen wissen absolut nichts von ihrer historischen Herkunft als Uhrentresor. Wir missbrauchen sie für völlig andere Dinge. Wir klemmen kleine USB-Speichersticks hinein, wir verstecken dort einen einzelnen Haustürschlüssel oder wir versuchen verzweifelt, einen Lippenpflegestift darin zu fixieren. Einige moderne Modemarken haben sogar versucht, die Tasche leicht zu vergrößern, damit kleine kabellose Kopfhörer oder Diebstahlschutzchips hineinpassen. Aber im Kern bleibt es eine absurde Situation. Wir nähen ein Design aus dem Wilden Westen in unsere modernen Hosen, nur weil wir uns an die Optik gewöhnt haben. Es ist eine Hommage an die Handwerker der Vergangenheit, die wir völlig blind jeden Tag auf unserem Körper tragen. Die kleine, enge Tasche auf deiner rechten Hüfte ist also kein Fehler der Nähmaschine. Sie ist das absolute Gegenteil. Sie ist der physikalische Beweis für brillantes, industrielles Design. Sie hat die zerbrechliche Mechanik vor dem harten Fels der Minen beschützt und damit geholfen, den wilden Kontinent zu erobern. Wenn du das nächste Mal genervt bist, weil du eine einzelne Münze nicht aus dieser engen Stofffalle herausbekommst, dann denk an die Geschichte dahinter.